for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein grüner Hundskopfschlinger, Corallus caninus. Grüne Hundskopfschlinger sind südamerikanische Boas, wunderhübsche Tiere. Als Baby manchmal leuchtend rot, manchmal kommen sie auch schon grün zur Welt. Sie sehen ähnlich aus wie der grüne Baumpython. Besiedeln im Prinzip auch den gleichen Lebensraum, haben die gleiche Art, sich so über die Äste zu hängen, ne? Dieses tropfenförmige drüberhängen. Ja, sie lassen sich eigentlich fast bloß auf den zweiten Blick unterscheiden. Also die Zeichnung ist beim Baumpython doch klein wenig anders. Und an was man es eigentlich auch gut erkennen kann, ist die Beschuppung auf dem Kopf. Wenn er mal schaut, der Caninus hat relativ große Schilder über der Schnauze und die Baumpythons haben lauter kleine Schilder. Ne? Also wenn ihr auf den Kopf schaut und da ein bisschen bewandert oder trainiert seid, könnt ihr anhand von den Kopfschildern relativ schnell sehen, ist es ein Caninus oder ist es ein grüner Baumpython. Ne? Wie gesagt, wunderschöne Tiere. Für die Terroristik, ich würde sagen, was für Insider, was für Profis. Sie sind nicht ganz so einfach idiotensicher zu halten und entsprechend wenig werden sie auch gezüchtet. Aber tolle, wunderschöne Tiere und deswegen mein Intro-Tierchen für euch heute. Das Thema heute ist die Salmonellenübertragung von Reptilien auf den Mensch, beziehungsweise kann mein Reptil mich krank machen. Tauchen ja in der Presse immer wieder irgendwelche Meldungen auf, dass jemand sich Salmonellen geholt hat und das bestimmt von den Reptilien kommt. Und Salmonellen sind ja gleich so ein Schreckgespenst bei uns Menschen. Ne? Da haben die Leute Angst davor, mehr oder weniger berechtigte Angst. Ich habe mich dazu mal ein bisschen schlau gemacht, erkundigt. Meine Informationen kommen hauptsächlich von Exomed Berlin. Ne? Exomed ist ein Labor in Berlin. Die machen vor allem Kotuntersuchungen oder Aussektionen von Reptilien bzw. allgemein Tiere, exotische Tiere sind definitiv die Profis auf diesem Gebiet. Parasitologie, Herpetologie, daher kommen die Informationen und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Bevor wir darauf eingehen, ob wir überhaupt Salmonellen von Reptilien kriegen können, und wenn ja, wie bzw. wie können wir es vermeiden? Vorneweg, was sind Salmonellen? Man kennt ja so den Ausdruck Salmonellen, das kennt glaube ich jeder den Ausdruck. Salmonellen sind in Anführungsstrich einfach eine Art von Bakterien, sogenannte Stäbchenbakterien. Hier ich kann euch hier eine Abbildung mal, eine schematische zeigen. Ne? Hier sind sie gezeigt, so sieht eine Salmonelle wohl aus. Hier im Buch Reptilienpraxis aus dem Herpeton Verlag, Rüschow und Christian. Die haben natürlich auch mal mindestens ein Kapitel den Salmonellen oder der Salmonellose, ne, der Entzündung mit Salmonellen gewidmet. Wie gesagt, Stäbchenbakterien, die bei den Lebewesen im Verdauungstrakt vorkommen. Ne? Also die Salmonellen sind jetzt nicht irgendwas Klassisches, das sind jetzt keine Bakterien, die sich hier auf so einer Oberfläche länger einnisten können oder am Holz oder weiß der Herrgott was, sondern sie leben klassischerweise in Verdauungstrakten von Mensch-Tier-Lebewesen. Es gibt spezifische und unspezifische Salmonellen. Spezifisch sagt man, wenn eine Salmonellenart einen ganz bestimmten Wirt braucht. Zum Beispiel diese Salmonellenart, die es dann nur bei Schweinen oder bei Hühnern oder bei Geflügel oder vielleicht jetzt auch bei Reptilien gibt. Ne? Und dann gibt es die unspezifischen Salmonellen. Das sind eigentlich die wichtigen für uns. Das sind die, wo keinen spezifischen Wirt brauchen, sondern sowohl beim Reptil als auch beim Mensch oder beim Schwein oder beim Huhn leben können, ne, die unspezifischen. Und das sind auch die, wo eher pathogen, also sprich krankheitsauslösend sein können.
Die Frage ist jetzt, wie kann ich mich mit Salmonellen infizieren? Hier Beispiel mein hübscher Albino Mississippi Alligator. Wie kann ich mir jetzt durch den Salmonellen holen? Also ich habe vorher gesagt, die leben hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt. Also selbst wenn ich den wahrscheinlich äußerlich hier küssen würde, würde ich mir vermutlich erstmal keine Salmonellen holen. Soll keine Aufforderung dazu sein. Dazu kommen wir nachher auch noch, was man machen soll, was man nicht soll. Meiner Meinung nach die mit Abstand gängigste Art, dass ich mich hier mit Salmonellen infiziere, wäre, wenn ich auf irgend so eine Krokodilfarm gehe. Da gibt es Gatorfleisch, wird da angeboten, beziehungsweise man kriegt es auch im Supermarkt oder man kriegt es, was weiß ich, an verschiedenen Plätzen oder Speiserestaurants oder vielleicht auch Feinschmeckerrestaurants, die verkaufen so Krokodil- oder Alligatorenfleisch. Und wenn ich das esse und die Kühlkette oder beziehungsweise die Hygiene nicht einwandfrei ist, dann habe ich definitiv Chancen, mich mit Salmonellen anzustecken. Wie gesagt, über die Nahrung. Das muss jetzt nicht Krokodilfleisch sein, aber das hat sich jetzt natürlich hier angeboten zum Zeigen. Die häufigste Methode, sich anzustecken, ist vermutlich über Hühnerprodukte, sei es Eier oder Hühnerfleisch selber, Schweinefleisch, Rindfleisch, also den Verzehr von Fleisch bzw. Hühnerprodukten bzw. vielleicht auch Milchprodukte noch dazu, wo die Hygiene nicht gestimmt hat. Das ist mit Abstand die häufigste Methode, wie man sich mit Salmonellen anstecken kann. Bei der Reptilienhaltung selber, also das Robert-Koch-Institut hat da eine Studie drüber gemacht. Da ging es vor allem um die Yopis. Ne? Yopis heißt Young, Old, Immunodepressed, Pregnant. Oder die haben aufgrund der Reptilienhaltung ein etwas erhöhtes Risiko, sich mit Salmonellen anzustecken und vor allem auch dadurch krank zu werden. Darum geht es hier auch drum. Also wenn ich hier jetzt 2, 3 Salmonellenbakterien mir einfange, das wird mein Körper locker verarbeiten. Es macht mich erst dann krank, wenn ich eine vielleicht sehr große Menge aufnehme, beziehungsweise wenn mein Körper nicht damit klarkommt. Das muss man wissen. Also nicht automatisch die Aufnahme von Salmonellen macht krank, sondern wie gesagt unter bestimmten Voraussetzungen. Jetzt ist die Frage, was kann ich tun angenommen, ich gehöre zu der gefährdeten Gruppe, die Yopis, wo wir gerade gesagt haben, beziehungsweise aber selbst als nicht gefährdete Gruppe, jetzt in meinem Fall als als gesunder Erwachsener, nicht schwanger, noch nicht ganz alt. Was kann ich tun, um mich davor zu schützen? Hängt viel von der Haltung ab. Ganz wichtig, eine gute, artgerechte Haltung hilft, dass mein Tier gesund bleibt. Und wenn mein Tier gesund bleibt, also das ist nachweislich so, dann wird es auch minimal bis keine Salmonellen ausscheiden. Ne? Also, beziehungsweise das habe ich glaube noch nicht klar gesagt, so ziemlich jedes Reptil hat Salmonellen in sich, ne? Oder wahrscheinlich so ziemlich jedes Tier, aber ich möchte jetzt nicht über alle Tiere sprechen, sondern über die Reptilien. So gut wie jedes Tier trägt diese Salmonellen in sich, ne? Wie wir vorher gehört und gelernt haben, in der Regel im Magen-Darm-Trakt. Wenn ich das Tier schlecht halte, das Tier vielleicht in seinem eigenen Kot liegt oder im Falle eines Krokodils im dreckigen Wasser rumschwimmt, wo es schon 100-mal reingekackt hat oder sowas, dann verteilen sich natürlich die Salmonellen in der Umgebung und das Tier tut sich vielleicht wieder neu damit infizieren. Ne? Also die Salmonellen gehören in den Magen-Darm-Trakt, aber gehören nicht in das Maul oder gehören nicht auf die Haut von dem Tier und so weiter. Ne? So kann das Tier sich wieder infizieren. Die Salmonellen nehmen Überhand. Und entsprechend mehr Salmonellen scheidet mein Tier auch aus. Ne? Deswegen ist wirklich eine gute und saubere Haltung ganz wichtig. Ne? Des Weiteren eine normale Hygiene ist sehr wichtig. Wenn ich den hier jetzt in sein
Becken nachher zurücksetze, selbst wenn ich hier am Reptil-TV filmen bin, laufe ich am Waschbecken vorbei und wasche mir meine Hände mit Seife. Das ist für mich ein ganz normaler Ablauf. Ich werde hier nicht vor die Kamera zurückkommen und hier die Krokodilhände haben und nachher lange ich mir wieder im Gesicht rum oder sonst was. Das ist eine normale Hygiene, die man meiner Meinung nach von Kind auf lernen sollte. Fasse ich ein Tier an, auch nicht nur ein Reptil, sondern meiner Meinung nach eigentlich so ziemlich jedes Tier, wenn ich das anfasse, mit dem hantiere, wasche ich mir hinterher die Hände. Gehöre ich in die gefährdete Iopis-Gruppe, würde ich sie mir nicht nur waschen, sondern würde sie mir sogar nur desinfizieren. Ja, dann würde ich nochmal eine Nummer draufsetzen. Standardmäßig werde ich sie mir oder tue ich sie mir nicht desinfizieren, weil das bestimmt auch für die eigene Haut und für die Oberfläche der Haut nicht gesund ist, wenn ich mir am Tag 10-mal die Hände desinfiziere. Dann so selbstverständliche weitere Dinge bei der Hygiene, wie zum Beispiel gutes Beispiel ab und zu, gerade die Albinos, die tun wir manchmal ein wenig abwaschen. Da gehe ich natürlich nicht an die Küchenbrause hin, ne, an meine Küchenbadewanne, wo ich meine Lebensmittel zubereite und tue den dort abschrubben, sondern ich gehe mal mindestens in die Badewanne oder gehe in die Waschküche oder irgendwo tue ich den abbrausen, wo ich nicht mit Lebensmitteln hantiere. Ne? Also ein Reptil, egal Krokodil, Schildkröte, Echse, was weiß ich, hat natürlich in der Küche nichts verloren, wo ich meine Lebensmittel zubereite. Also für Iopis und auch für jeden Terrarianer, ich glaube, da müssen wir klar unterscheiden. Küche ist Essen, Lebensmittel für einen selber. Reptilien gehören vielleicht ins Badezimmer, ne, oder in eine Waschküche oder sowas. Aber wie gesagt, nicht da, wo ich meine Nahrungsmittel zubereite. Dann haben wir vielleicht noch das Spezialthema Reptilien und Kinder. Ne? Hier Beispiel Bardagame, also den Alligator, den ich gerade auf der Hand habe, den wird man wahrscheinlich nicht so einem kleinen Kind in die Hand drücken oder der wird sich nicht den Alligator allein rausholen zum Spielen. Aber bei so einer Bardagame kann es ja theoretisch sein. Rein praktisch, glaube ich, ist ganz wichtig, das Hantieren von den Tieren, dass da immer zumindest die Eltern dabei sind. Ne? Wenn das klar, ein Kind möchte das Tier mal anfassen, meiner Meinung nach spricht da auch gar nichts dagegen. Das Kind soll das Tier kennenlernen, anfassen dürfen, streicheln dürfen, was auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Eltern bis zu einem bestimmten Alter auf jeden Fall dabei sind, das mehr oder weniger beaufsichtigen oder das Kind anleiten, zum einen um das Tier zu schützen, aber auch um das Kind zu schützen, beziehungsweise eben zurück zu unserem Thema Übertragung Salmonellen. Wenn jetzt ein Kind, je nachdem wie klein das Kind ist, kleine Kinder tun ja viel auch mit dem Mund erfahren, erfühlen. Ne? Also wenn der jetzt ein Kind hier anfangen würde, den hier in den Mund zu nehmen und womöglich noch Kloakenregion oder was auch immer, oder da ist ein bisschen Kot dran, dann bestünde vielleicht auch die Gefahr einer Salmonellenübertragung. Aber deswegen ist man natürlich als Eltern dabei. Oder ein ganz interessantes oder skurriles Beispiel. In den USA gibt es eine sogenannte 4-Inch-Regelung. Alle Schildkröten, die über den Handel verkauft werden, müssen größer als 4 Inch sein. Also 4 Inch sind knappe 10 Zentimeter, ne? Ungefähr die Größe. Und ich habe mich immer gewundert, wieso das ist. Und es ist tatsächlich so, die 4 Inch sind, damit ein Kind eine Schildkröte nicht in den Mund nehmen kann. Zum einen, um sich nicht irgendwie anzustecken oder womöglich, um die Schildkröte zu verschlucken oder was auch immer. Aber 4 Inch, damit die Schildkröte nicht in den Kindermund passt. Ne? Hat sich irgendein schlauer Mensch in den USA mal dieses Gesetz ausgedacht. Die Schildkröten dürfen nur so groß sein, damit man sie nicht in den Mund nehmen kann. Das als Gesetz zu machen, halte ich für ein bisschen überzogen. Aber meiner Meinung nach wichtig, wie gesagt, wenn Kinder mit den Reptilien hantieren, Eltern müssen dabei sein, natürlich nicht den Mund nehmen und so weiter. Und das, was ich vorher gesagt habe, anschließend Hände waschen mit Seife, ist ganz logisch. Dann haben wir noch den Nachweis von Salmonellen. Es gibt ja so Kotproben. By the way, ich hatte hier vorher Exomed angeschrieben. Das sind die hier. Das ist die Firma Exomed, wo ein Großteil dieser Informationen herkommt. Wenn ihr eine Standard-Kotprobe macht auf Parasiten,
wird die Firma Exomed oder auch andere Labors nicht auf Salmonellen untersuchen. Wenn ihr vorher schön aufgepasst habt, eingangs des Films haben Reptilien so gut wie immer Salmonellen in ihrem Verdauungstrakt. Also wenn ich eine Kotprobe machen lasse und die auf Salmonellen untersuche, wird in 98% der Fälle ein Ja kommen und irgendwelche verschiedenen Salmonellen werden dann nachgewiesen werden. Nochmal eine lustige Anekdote. Wir haben schon öfters mal Kunden aus Israel gehabt und Israel hatte eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist oder nicht, für den Import von Reptilien vorgeschrieben, man muss einen negativen Salmonellentest vorlegen, um dorthin zu exportieren. Oder ich weiß nicht, sind es alle Reptilien oder nur bei Schildkröten? Ich glaube, es ist nur bei Schildkröten. Der Krux an der Sache, wie gesagt, also im Schildkrötenkot wird man immer Salmonellen nachweisen können. Also wir haben das dann 2-3 Mal probiert, beziehungsweise uns dann mit dem Labor unterhalten, weil immer positiv kam. Und das Labor uns dann auch gesagt hat, naja, das werden wir wohl immer finden. Letztendlich mussten wir dem Kunden dann absagen, haben wir gesagt, tut uns leid, wir können keinen negativen Salmonellentest für Schildkröten vorlegen. Wenn das Labor anständig und gut arbeitet, werden die immer Salmonellen dort finden. Also von dem her macht es wenig Sinn. Also nochmal abschließend, sowohl euer Reptil kann an Salmonellen erkranken, wenn die Bakterienlast entsprechend hoch ist, und auch ihr als Halter könnt theoretisch an Salmonellen erkranken durch, ich würde sagen, grob fahrlässige Hygiene, beziehungsweise wenn auch euer Tier entsprechend eine große Menge an Salmonellen eben ausscheidet durch suboptimale Gesundheit. Blöder Ausdruck, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ihr wisst, was ich meine. Dann ist es rein theoretisch möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch die Salmonellen irgendwie heute Abend an der Dönerbude holt oder morgen beim Hähnchen oder beim Eieressen, ist natürlich viel, viel größer. Also von daher glaube ich, ist das kein Thema, was das Thema oder was die Terroristik als Hobby, wie soll ich sagen, gefährden könnte oder was da relevant wäre in unserem Hobby. Eine zweite Zoonose, außer den Salmonellen, der Vollständigkeitshalber genannt. Also es gibt, wie gesagt, Zoonosen, sagt man ja, das sind Parasiten oder Krankheitserreger, die von Tieren oder in unserem Fall Reptilien auf den Menschen übertragen werden kann. Ne? Wie gesagt, bei den Reptilien sind die Salmonellen bekannt und die zweite bekannte Zoonose sind die sogenannten Zungenwürmer, Pentastomiden ist der Fachausdruck. Ne? Zungenwürmer wird man bei einem Nachzuchttier eigentlich gar nicht finden. Zungenwürmer brauchen verschiedene Zwischenwirte, wo man eigentlich nur in der Natur hat. Zum Beispiel die Schlange frisst eine Maus, die diese Pentastomiden hat, und diese Maus überträgt dann diese Zungenwürmer an die Schlange, und dann kann die Schlange sich mit Pentastomiden oder ist die befallen, belastet. Hier euch mal zum Zeigen, wie sowas aussieht. So sehen wohl Zungenwürmer aus, also eigentlich auch eine recht, entschuldigen mir den Ausdruck, recht eklige Sache. Will man sich nicht vorstellen, dass man das bekommt. Hier als Quelle für das Bild das Buch Parasitologie von Schneller und wie heißt der andere? Pantjew. Schneller und Pantjew haben ein tolles Buch über Parasitologie geschrieben. Da wird auch auf die Pentastomiden eingegangen. Wie gesagt, die Pentastomiden in der heutigen Zeit, wo man in der Terroristik eigentlich so gut wie ausschließlich nur noch Terrarien nachzuchten hat, sind die Pentastomiden, was das betrifft, ausgerottet, kommen nicht mehr vor. Vor 20, 30 Jahren in den Anfangszeiten der Terroristik waren Zungenwürmer tatsächlich Parasiten, die man an Reptilien nachweisen konnte. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo aufgrund der Reptilien, die an den Menschen übertragen wurden in der Terroristik, wie soll ich sagen, in der Natur beziehungsweise in Afrika, vor allem Zentralafrika, so Kongo oder so, extrem arme Länder, da spielt es tatsächlich eine Rolle. Da gibt es sogar ein
durchaus nennenswerter Prozentteil der Bevölkerung, die mit diesen Zungenwürmern ebenfalls befallen sind. Übertragung, sei es durch, oder nicht sei es durch, in der Regel über Lebensmittel oder mangelnde Hygiene, aber für die Terroristik der Vollständigkeit halber erwähnt, aber eigentlich auszuschließen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr Erfahrung gemacht mit Salmonellen, beziehungsweise wenn mit Salmonellen auch welche, die vielleicht über Reptilien übertragen sein sollen? Ich vermute höchstwahrscheinlich nein. Ihr habt es vielleicht irgendwann mal in der Presse gelesen, aber vermutlich keine eigenen Erfahrungen. Postet unten rein, was ihr drüber wisst, was ihr drüber gehört habt. Bin ich gespannt. Kanal bitte abonnieren, Daumen hoch lassen, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Checkt die Parasiten.